Mit der Godot-Version 4.6 erhält der Editor ein neues Aussehen. All das schöne Blau-Grau, was seit der Version 3.0 bekannt ist und war, wird jetzt abgelöst durch ein neues standardmäßiges Farbschema. Dadurch ist alles eher modern, eher in verschiedenen Graustufen, kontrastreicher, besser lesbar und auch mehr abgerundet. Es wirkt vertraut, aber ist doch eine modernere UI. Nur, wo kommt dieses neue Farbschema eigentlich her? Welche Einstellungen kannst du am Godot Editor treffen, um eben das Farbschema für dich so passend wie möglich zu machen? Und welche neuen kleinen Features verstecken sich an allen möglichen Ecken der neuen Benutzeroberfläche? Denn neben dem Design gibt es natürlich auch schöne Features, die man kennen sollte. Ich bin der Truly Most Wanted und ich zeige dir Godot 4.6 erklärt. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte, abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest und wie immer kannst du gerne Fragen und Feedback in die Kommentare posten und schon geht's los. Das neue Farbdesign, was ihr gerade eben gesehen habt mit den verschiedenen Graustufen, wurde mit Development Snapshot 3 vom 4. November 2025 zum neuen Standard-Farbschema der Engine ernannt. Es ist das beliebte Godot Minimal Theme, was von Persistar erstellt wurde und bereits seit Godot 4.2, 4.3 existiert. Wurde sehr häufig heruntergeladen und lokal angewendet und jetzt ist es eben das neue Default. Aber keine Angst, das alte Farbschema gibt es immer noch. Das gucken wir uns im Laufe des Videos an, wie wir dahin zurückkommen. Aber viel interessanter in dieser Folge ist tatsächlich, was hat sich in den letzten Development Snapshots alles an kleinen Features auf der Editor-Oberfläche eingeschlichen. Und dafür machen wir einen kleinen Vergleich zwischen der 4.5.1 auf der linken Seite und der 4.6 Development Snapshot 6 hier auf der rechten Seite. Und ihr werdet schon merken, das Ganze hat doch einen sehr offensichtlichen Unterschied, auch wenn das grobe Layout dafür komplett gleich geblieben ist. Neben ein paar Farbänderungen gibt es ganz kleine minimale, die hier eigentlich nur auf den zweiten Blick auffallen. Und die sind aber trotzdem sehr nennenswert. Wir gehen mal die Bereiche durch. Oben links Szene und Import, das Ganze ist hier gleich geblieben. Keine Änderung hier. Unten links haben wir das Dateisystem. File System, das ist hier in der 4.6 ebenfalls noch vorhanden. Aber ihr merkt, der History-Tab ist jetzt genau dahinter. Dann auf der rechten Seite kennen wir Inspector, Node mit untergeordnet Signals und dann Groups, sowie hinten dran eben den History-Tab. Da sehen wir auch schon, History ist von oben rechts hier nach unten links gewandert hinter das Dateisystem. Weil da guckt man vielleicht auch deutlich seltener rein. Gucken wir mal in die 4.6er Version auf der rechten Seite genau rein. Wir haben Inspector mit eben den Eigenschaften für die Node, wie wir es kennen. Dann direkt dahinter Signals und Groups. Das heißt, alles, was eine ausgewählte Node betrifft, ist direkt auf der obersten Ebene. Ihr wählt eine Node aus, jetzt meinetwegen hier unsere Node 2D. Wir können die hier konfigurieren, Transform und Co. anpassen, dann direkt schauen, auch welche Events oder welche Signale hat die denn so. Können wir unsere Funktionen dran registrieren und dann auch noch gucken, ob wir die Node in irgendwelche Gruppen reinpacken möchten. Und es gibt noch eine weitere Änderung, die vielleicht gar nicht wirklich auffällt, aber doch sehr interessant ist im Bereich Customization. Schaut mal hier links in der 4.5 am unteren Rand. Hier haben wir den Pfeil zum Durchnavigieren und dann die Glocke für die Notification. Jetzt in der 4.6 hier unten finden wir die Pfeile zum Navigieren direkt hier auf der rechten Seite zuerst mal und daneben ein 3-Punkte-Menü, was wir auch hier links bei File System, da oben bei Szene, auf der rechten Seite beim Inspektor überall haben. Der untere Bereich des Editors, also eben dieser Dock-Slot, wenn man so möchte, ist jetzt hier unten auch anwählbar und wir können diesen Bereich Floating machen. Also jetzt hier zum Beispiel unseren Output Floating und dann ist das hier ein eigenes Fenster, was wir verschieben können nach Belieben.
Wenn wir das hier wieder schließen, taucht es auch direkt da unten wieder auf. Also ganz praktisch, einfach um mehrere Sachen parallel direkt auf einen Blick sehen zu können. Das könnt ihr ebenfalls beim Entwickeln nutzen. Und woher kommen diese Änderungen? Ganz einfach, aus dem 4.6 Development Snapshot 5 vom 1. Dezember 2025. Denn hier sucht man nach dem Wort Doc und findet es insgesamt 4-mal. Zuerst mal, das Bottom Panel wird ein verfügbarer Doc-Slot werden, dann das History Doc wird nach unten links bei Default verschoben und der vorherige Node Doc wird in 2 separate Docs aufgeteilt, eben Signale und Gruppen. Das habe ich euch gerade eben gezeigt. Bleiben wir direkt im Editor und ich zeige euch noch eine weitere Sache aus dem Development Snapshot 5. Und zwar unter anderem, dass wir jetzt Gruppen bei mehreren Nodes parallel bearbeiten können. Wir gehen also wieder in die 4.6 hier unten, in diese Version hier und wir schnappen uns mal hier auf der linken Seite unsere Szene, fügen hier meinetwegen noch eine Node 2D ein, dass wir jetzt 2 davon haben. Wir wählen die beide mit Shift Linksklick oder Steuerung Linksklick aus. Gehen hier oben in den Reiter Gruppen und dann können wir hier lustig hingehen, eine neue Gruppe erstellen, zum Beispiel eben hier Test und ihr merkt auf der linken Seite, beide sind direkt da rein eingeordnet. Also hier ganz praktisch, direkt mehrere Nodes auf einmal bearbeiten können. Man spart sich weitere Klicks im Editor. Eine weitere Sache, wo man genau hinschauen muss in der 4.6, ist die Werkzeugleiste für den Bereich 2D. Guckt mal hier links in der 4.5.1, da merkt ihr, hier rechts ist doch ordentlich viel Platz. Da könnten auch noch locker 2, 3, 4 Symbole hinpassen. Und jetzt schaut mal auf der rechten Seite die 4.6 Development Snapshot 6 an. Wo ist hier der Unterschied? Erstens, hier ist fast kein Platz mehr und zweitens, es ist nur ein neues Symbol da oben drin, weil das Spacing eben der Platz zwischen 2 Elementen angepasst wurde. Nur, was ist die Neuerung? Ihr werdet sie sehr schnell sehen, denn hier links ist nur eine Sache markiert. Hier auf der rechten Seite sind es 2, und zwar dieser Würfel hier. Ihr könnt jetzt ab der 4.6 im Bereich 2D auch endlich mit dem lokalen Koordinatensystem arbeiten und müsst nicht mehr das Gizmo hier nutzen, nur für den globalen. Was heißt das für euch? Ihr habt hier oben links die ersten 4 Aktionen, eben auswählen, bewegen, rotieren, skalieren oder anders gesagt die Tasten Q, W, E und R und wenn ihr die durchgeht, habt ihr hier dieses kleine Gizmo, um die einzelnen Transform-Komponenten anzupassen. Jetzt können wir mal auf der rechten Seite hier im Inspektor bei unserer Node 2D die Rotation auf 45 Grad setzen und ihr merkt, auf einmal geht der X-Achsen-Pfeil nach unten rechts, weil wir uns in diese Richtung jetzt gedreht haben. Das ist eben jetzt gerade Local Space. Wenn wir aber das globale Spacing nehmen wollen, dann bleiben wir eben bei den originalen Achsenausrichtungen, die wir hier haben. Und jetzt können wir einmal hier nach rechts dran ziehen, bis hierhin. Wir aktivieren wieder den Local Space mit der Taste T, genau wie im Bereich 3D. Und dann können wir hier nach unten rechts ziehen. Und das haben wir auch wieder nur dem Development Snapshot 5 zu verdanken, denn hier ist die Änderung Add Use Local Space Option to 2D Editor. Auch beim Arbeiten mit Ressourcen gibt es eine Änderung hinsichtlich Verlinkung oder Make Unique, die ihr euch unbedingt anschauen und merken solltet. Achtet mal auf folgendes Beispiel. Hier unten links haben wir unser Icon SVG. Wenn wir das in die Szene ziehen, hier oben hin, dann haben wir hier eine neue Node namens Icon, die ist vom Typ Sprite 2D und hier drin haben wir unsere Texture. Nur jetzt haben wir ein Problem hier oben. Wir wissen ja eigentlich nicht, ist diese Textur hier oben jetzt verlinkt, außer eben hier sichtbar beim Pfad, auf die Ressource hier unten im Dateipfad oder ist das hier oben eine eigene unique Instanz der Ressource, die zu unserer Szene hier gehört. Wir können Rechtsklick drauf machen und hier unten Make Unique drücken, um sicher zu gehen und dann haben wir wirklich hier unsere eigene Ressource, weil der Dateipfad da oben ja verschwindet und hier unten der Button ist aber immer noch drückbar. Mit der 4.6 gibt es hier eine Änderung und zwar wie folgt. Nehmen wir unser Icon SVG, ziehen das mal hier in die Szene hinein,
Dann sehen wir wieder im Inspektor auf der rechten Seite bei Sprite 2D, unsere Texture hier hat hier so ein Link-Symbol. Und der Hinweis hier ist folgender. Diese Ressource ist extern zur Szene. Linksklicke hier, um sie unique zu machen, um sie einzigartig zu machen. Das heißt, man erkennt jetzt direkt, wenn dieses Symbol hier oben dabei ist, dann verlinken wir auf eine Datei in unserem Dateisystem hier unten. Und wenn das hier nicht vorhanden ist oder wir draufgeklickt haben, dann wird dieses Objekt unique gemacht für diese Szene und für unsere Node hier und hat keine Verlinkung mehr zur originalen Datei hier unten. Jetzt können wir also hier problemlos hingehen und die Sachen bearbeiten, wie wir möchten. Außerdem erkennt ihr auch beim Rechtsklick, dass Make Unique hier unten ausgegraut ist und nicht mehr angewendet werden kann, weil diese Ressource bereits einzigartig ist für die Szene. Und diese Änderung verdanken wir dem Development Snapshot 4 vom 14. November, wo nämlich gesagt wurde, es soll ein Indikator für verlinkte Ressourcen geben. Eine Kleinigkeit, die doch große Wirkung zeigt. Wenn du im Übrigen jetzt eine Ressource anlegen möchtest, dann kannst du das Ganze auch mit einem neuen Shortcut machen. Und zwar über die Editor, Settings und dann hier im Reiter Shortcuts beim Begriff Resource gibt es hier unten im File System Dock die Möglichkeit zu sagen, wir können jetzt eine Taste drücken, zum Beispiel eben hier R, und dann wird, wenn wir mit unserer Maus hier unten drüber hovern, mit R drücken, dieses Fenster geöffnet. Die Möglichkeit, eine Ressource über Hotkey anzulegen, gab es bis dato noch nicht. Diese Änderung kommt aus dem Development Snapshot 3, wo auch das neue Editor-Farbschema vorgestellt wurde, über diese Änderung hier oben, dass jetzt einfach ein Hotkey eingefügt werden sollte. Eine weitere kleinere Änderung, die es gibt, ist auf der linken Seite hier beim Erstellen von Nodes. Wenn du dir hier unten diese Texte durchlesen wolltest bisher, musstest du immer hier schrittweise durchscrollen und du hattest keine Chance, dieses Feld hier zu vergrößern. Das hat mit der 4.6 ein Ende. Denn wenn wir jetzt hier oben eine Node einfügen, dann können wir tatsächlich hier mit der Maus einen Vertical Splitter verschieben und diesen Bereich vergrößern. Egal wie groß unser Fenster ist nachher, das können wir hier wirklich schön hochziehen, dass die Beschreibungen erkennbar sind. Da haben wir es und dann ist es hier komplett auf einen Schlag auch lesbar. Auch diese Änderung stammt aus dem Development Snapshot 2 direkt unten drunter. Add Splitter to create new node Dialog. Eine weitere Änderung ist das Erstellen und Bearbeiten von Skripten in der 4.6. Beginnen wir mal auf der linken Seite hier per Rechtsklick, einmal ein neues Skript erstellen vom Typ GD-Script und benennen es mal hier newscript.gd ohne irgendwelche Änderungen und wir klicken mal hier auf Create. Dann werdet ihr merken, das Skript ist hier unten da und wir müssen einen Doppelklick drauf machen, damit es hier oben geöffnet wird. Machen wir das gleiche mal für C#, per Rechtsklick, neues Skript, dann hier eben C# auswählen, Node, Template Default und auch das hier erstellen. Wenn wir das jetzt doppelklicken, dann geht bei mir die IDE, in dem Fall also JetBrains Rider hin und wird geöffnet mit unserem C#-Skript. Dann machen wir das gleiche mal hier in der 4.6. Wieder Rechtsklick, neues Skript erstellen, GD-Script, Node und der erste Unterschied ist hier, Template ist standardmäßig nicht mehr ausgewählt. Wenn wir jetzt hier auf Create drücken würden ohne ein Template, dann kriegen wir das Skript sofort geöffnet. Ihr müsst den Doppelklick nicht mehr auf das Skript hier unten machen. Testen wir es auch mal eben bei C#, Rechtsklick, ein neues Skript erstellen, dann hier C# auswählen, wieder Node ohne Template und wir klicken auf Create. Und was passiert bei uns in dem Falle? Rider geht sofort direkt auf und das Skript wird angezeigt zum Bearbeiten. Und diese Änderung kann man auch wieder dem Development Snapshot 4 verdanken, nämlich hier automatisiertes Öffnen von neu erstellten Skripten. In der 4.6 gibt es noch eine weitere Änderung hinsichtlich Fehlern im Skript, und zwar bei externen Tools und IDEs. Was passiert in Godot, wenn ein Fehler geworfen wird?
Ganz simpel, der taucht hier unten im Debugger im Reiter Errors auf und ist dann hier in einer Liste drin. Bisher war es aber nicht möglich, per Klick direkt in den Quellcode zu kommen bei externen IDEs, um genau zu sehen, was ist jetzt eigentlich kaputt. Das ändert sich hier. Ich habe jetzt mal ein ganz simples C#-Skript geschrieben, und zwar eine exportierte Ressource hier oben, und in der Ready-Funktion sagen wir, dass von der Ressource, der Resource Name, auf ABC gesetzt werden soll. Warum ist diese Stelle hier ein Fehler? Ganz einfach. Wenn keine Referenz in der Variable res drin ist, dann können wir auch niemals den Resource Name beschreiben. Und genau das wollen wir jetzt mal provokant gegen die Wand laufen lassen. Hier oben im Inspektor, res bleibt bewusst leer. Wir starten die aktuelle Szene und dann sehen wir hier unten, Debugger hat eine Meldung und dabei Errors ist einer drin. Wir können das hier aufklappen und uns auch durchlesen. Ganz typisch Null Reference Exception. Und was jetzt eben ab der 4.6 funktioniert, einfach doppelklicken und schon gelangen wir auf die Stelle in unserer IDE, wo der Fehler fliegt. Und auch diese Änderung ist Teil des Development Snapshots 4. Und zwar hier unten, öffne Quellcode-Fehler in externen Editoren. Mit der nächsten Änderung in der Version 4.6 ist es möglich, direkt über die Werkzeugleiste das aktuell gesetzte Spieltempo deiner Anwendung zu verändern. Dafür müssen wir in den Reiter Game reingehen und auch hier einen Vergleich der Werkzeugleiste machen. Du siehst hier oben links in der 4.5 die ersten beiden Symbole, so ein Pause-Symbol und so ein Pfeil nach rechts. Die kennen wir auch schon von vorherigen Versionen. Da wurde jetzt nur das Symbol angepasst und korrekter benannt und das andere ist gleich geblieben. Daneben kommen aber in der 4.6 jetzt zwei neue Sachen, und zwar einmal ein Wert zum Setzen des Spieltempos und daneben ein Pfeil zurück zum Zurücksetzen des Spieltempos. Nur wie genau funktionieren die? Wir gehen mal hier oben unsere aktuelle Szene starten und dann haben wir diesen Wert hier oben auch. Wir können da drauf klicken und jetzt hier von 1/16 bis zu 16-fachem Game Speed das Ganze auswählen und laufen lassen. Nur, was wird dadurch eigentlich intern wirklich gemacht? Ganz einfach gesagt, es gibt in der Engine einen Wert namens Timescale. Den könnt ihr sowohl über GDScript als auch über C# ansprechen. Und wenn wir Realzeit verstreichen lassen zwischen zwei Frames, zum Beispiel 0,1 Sekunden zwischen zwei Frames, das wäre also ein 10 FPS Spiel, dann wird ja 0,1 hier in diese Delta Time hineingesetzt. Aber nicht nur 0,1. Dieser Wert wird vorher multipliziert mit dem, was in Timescale drin steht. Das heißt, bei 16-fachem Skalieren wird aus der 0.1 hier 1,6. Also der Wert versechzehnfacht sich, es verstreicht in unserer Simulation hier mehr Zeit als in der realen Welt. Dieses Feature kriegen wir in der UI von Godot mit dem Development Snapshot 2, und zwar Add Game Speed Controls to the Embedded Game Window, und das Ganze ist auch auf Android verfügbar. Die nächste Änderung befindet sich im Reiter 3D und hier drin können wir einfach mal mit einer ganz simplen Mesh-Instance zur Visualisierung arbeiten, diese auswählen und hier oben in den dritten Modus Rotieren schalten oder einfach hier die Taste E drücken, um das Ganze zu aktivieren. Ihr seht, wenn wir hier das Ganze auswählen, links und rechts, das Ganze ist direkt passend markiert und auch auswählbar, und jetzt können wir hier loslegen und rotieren. Machen wir es zuerst mal in der 4.5.1er Version. Wir halten hier den blauen Kreis gedrückt, klicken drauf und rotieren uns. Ihr seht, das kennt ihr, ist ganz simpel, um Objekte in eine bestimmte Rotation zu bringen. Und jetzt mit Steuerung unter anderem können wir das Ganze eben in 15 Grad Abständen snappen lassen. Das geht auch schon vorher problemlos. Schauen wir uns das mal in der Version 4.6 genauer an.
Zuerst einmal hier Rotation und ihr merkt, wenn wir draufklicken, abhängig von unserer Maus wird auch direkt so ein Rad angezeigt, was klar signalisiert, wie weit haben wir uns denn bereits schon gedreht. Das ist hier sehr von Vorteil. Machen wir mal hier auf der rechten Ecke. Das ist ein bisschen besser und wir können auch hier mit Steuerung, genau wie vorher, in 15 Grad Abständen eben die Rotation snappen und anwenden. Das Ganze bei X genauso und auch hier um die grüne Achse. Das Ganze geht in allen. Und außen dieser Kreis ist ebenfalls anwählbar. Das heißt, wir rotieren uns abhängig von unserer aktuellen Editor View um jetzt gerade hier 180 Grad entsprechend dieser 3 Achsen. Bleiben wir auch direkt im 3D-Bereich, denn es gibt noch eine Änderung, die das Ganze mehr zu Blender werden lässt. Wenn ihr euch mit dem Drücken des Mausrades in der 4.5 rotiert, dann merkt ihr, das ist alles ganz normal. Und wenn ihr Alt gedrückt haltet, dann passierte bisher absolut gar nichts. Aber mit der 4.6er Version habt ihr jetzt die Möglichkeit, in allen möglichen 45 Grad Abständen zu snappen. Wir halten mal das Mausrad gedrückt und auch die Taste Alt und wir rotieren uns. Ihr merkt hier 45 Grad von der Seite, 0 Grad von der X-Achse oder 45 Grad hier oben, vielleicht doch eher hier oder mehr hier. Wir können immer genau in 45 Grad Abständen snappen und uns die Ansichten raussuchen, perspektivisch beim freien Rotieren oder eben orthogonal beim Snappen, wie wir es brauchen. Und diese beiden Features sind Teil von der 4.6 Development Snapshot 2. Das war nämlich hier eins der Highlights dort und auch hier unten eben das Snappen passend zum Affen Suzanne aus Blender. Eine weitere Neuerung befindet sich im Bereich des Debuggers am unteren Bildschirmrand. Godot 4.5 endete ja hier mit dem Network Profiler als letztes Tool in der Liste. Godot 4.6 bringt ganz hinten noch den ObjectDB Profiler und dieses Tool ist dafür gedacht, um ein Speicherabbild von deinem Arbeitsspeicher zu machen, dass man quasi nachverfolgen kann, wo könnten Performance-Probleme entstehen. Hinweis dazu, wir machen noch ein Deep Dive Video darüber, dass wir uns wirklich mal in Ruhe angucken können, was kann dieses Tool und welche Informationen kannst du daraus gewinnen. Wir drücken mal hier auf Play und dann können wir einfach im Debugger hier oben links diesen Knopf drücken, ein Abbild erstellen und wir kriegen hier so einen kleinen Bericht, wie Arbeitsspeicher benutzt, Anzahl der Objekte, Anzahl der Nodes und können dann hier anhand der Godot-Klassenhierarchie einfach mal gucken, wovon existieren wie viele Instanzen. Wir könnten auch bei Objects selbst hingehen und einfach die komplette Liste mit eingehenden und ausgehenden Referenzen abchecken. Über den Reiter Nodes hier alle Nodes in unserer Szene uns angucken und davon die Variablen sehen oder eben über RefCounted auch dort weitere Analysen betreiben hinsichtlich der Datenbank. Also du hast hier sehr viele Möglichkeiten. Darüber gehen wir in einem weiteren Video genauer drauf ein. Dieses neue Tool war eins der großen Highlights im Development Snapshot 2. Und jetzt machen wir den Bogen zum Beginn des Videos zurück und stellen uns mal die Frage, wie können wir eigentlich das Farbschema wieder so ändern, dass es aussieht wie früher. Eben hier links das Styling, alles bisschen enger beisammen, die blauen Farben zurück. Wie geht das? Ganz simpel. Ihr geht oben auf Editor, dann auf die Editor-Einstellungen, dann habt ihr auf der linken Seite die Kategorie Interface und hier den Eintrag Theme oder eben auf Deutsch Farbschema. Hier oben der Style Modern ist das alles wie auf der rechten Seite, breiter und besser lesbar. Classic wäre wie auf der linken Seite alles kleiner, mehr gequetscht am Fensterrand hier, dass einfach mehr drauf passt. Das könnt ihr umstellen, wie ihr möchtet. Ich bleibe beim Modern und dann könnt ihr auch hier unten drunter bei Color Preset euch überlegen, was möchtet ihr jetzt nehmen. Default in dem Falle ist eben das neue Godot Minimal Theme, was eben diese dunkelgrautöne hat, wie ihr hier sehen könnt.
Oder wenn ihr das blau haben wollt, wie vorher auf der linken Seite, könnt ihr einfach hier auf Godot 3 umstellen und dann habt ihr eben das moderne Design kombiniert mit dem Blau von dem, was ihr hier links schon kennt. Vielleicht hast du aber auch einfach eine eigene Farbpräferenz. Hier unten über die Base Color kannst du alles umstellen, wie du es möchtest. Sagen wir mal ein bisschen mehr Blau statt wirklich Grau. Dann können wir bis dahin gehen, hier rausklicken und der Editor macht eine Aktualisierung in der Form und du siehst, auch das sieht nicht gerade mal schlecht aus. Hier unten den Kontrast anpassen, entweder erhöhen für klarere Farbtrennungen oder eben wieder mehr verringern hier runter Richtung 0,05. Dann ist alles mehr miteinander verschwommen, weniger verschiedene Farben. Und Saturation hier unten, auch das können wir umstellen. Das sind die Einstellungen für den Editor und ihr könnt jetzt selbst damit herumexperimentieren und ausprobieren, welches Styling eher eures ist. Das war das Tutorial rund um alle Änderungen in der Godot Engine 4.6, Neuigkeiten, die eben in der Editor-Oberfläche auftreten, Sachen, die ihr vielleicht bisher noch gar nicht wusstet oder jetzt übersehen habt. Jetzt wisst ihr sie in jedem Falle und schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das Video für euch hilfreich war. Zusammenfassung: Ich dachte mir, alles, was jetzt bisher vorgestellt wurde, können wir ruhig in ein einziges Video packen, weil die 4.6 ist mehr ein Quality of Life und Usability Update im Allgemeinen. Sonst gib gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye!